In diesem Video wollen wir mal einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, das aktuelle Datum und die Uhrzeit zu berechnen. Das kann sehr nützlich sein, wenn man beispielsweise herausfinden will, ob die Märkte geöffnet sind. Schauen wir also mal, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst öffnen wir den Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Die Funktion OnTick wird jedes Mal aufgerufen, wenn ein neuer Tick für das Symbol empfangen wird, an das der Expert Advisor gebunden ist. Zunächst wird die Ortszeit mit der Funktion TimeLocal berechnet, die die aktuelle Ortszeit zurückgibt. Anschließend formatieren wir die Ortszeit und konvertieren sie in einen String, der Stunden und Minuten anzeigt, indem wir die Funktion TimeToString mit dem Parameter TimeMinutes verwenden. In ähnlicher Weise formatieren wir das Datum und konvertieren es in eine Zeichenkette, indem wir die Funktion TimeToString mit dem Parameter TimeDate verwenden. Anschließend erstellen wir eine Datetime-Struktur namens MQL-Datetime. Diese Struktur enthält die detaillierte Aufschlüsselung von Datum und Uhrzeit. Mit der Funktion TimeToStruct konvertieren wir die Ortszeit in die Datetime-Structure, die nun detaillierte Informationen über das Datum und die Uhrzeit enthält. Um den Wochentag zu berechnen, greifen wir auf das Feld Day of Week der Datetime-Structure zu. Dieses Feld gibt eine ganze Zahl zurück, wobei 0 für Sonntag, 1 für Montag und so weiter bis zu 6 für Samstag steht. Anschließend wandeln wir diesen Integerwert in eine Textdarstellung des Wochentags um. Wir verwenden eine Reihe von if-Anweisungen, um den entsprechenden Tagesnamen der String-Variablen Weekday zuzuweisen. Schließlich verwenden wir die Funktion Comment, um das formatierte Datum, den Wochentag und die Uhrzeit auf dem Chart auszugeben. Die Funktion Kommentar zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an. Nachdem wir den Code programmiert haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Jetzt sollte der Expert Advisor das Datum, den Wochentag und die Uhrzeit auf dem Chart anzeigen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der das aktuelle Datum, den Wochentag und die Uhrzeit auf dem Chart anzeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, Sie sollten jetzt das Datum und auch die Uhrzeit auf Ihrem Chart sehen können. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Falls das zu schnell war, dann wollen Sie sich vielleicht mal unsere Webseite ansehen. Da finden Sie auch den Premium-Kurs. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.